Wenn du Content Creator bist und etwas aufnehmen möchtest, vergisst du manchmal vielleicht dein Skript. Normalerweise gibt es bei News-Channels einen Teleprompter und die Person schaut darauf und liest den Text ab. Aber für normale Content Creator ist die Installation eines Teleprompters oft teuer. Es gibt aber eine Lösung direkt auf deinem Smartphone. Dafür musst du eine App installieren. Den App-Link findest du in der Beschreibung, von dort kannst du die App installieren. Der Name der App ist Selvi. Installiere die App und öffne sie anschließend. Wenn du die App zum ersten Mal öffnest, musst du einige Berechtigungen erlauben. Klicke auf While using the app. Danach siehst du die Optionen Show Intro und Skip. Wir brauchen das Intro nicht, also klicke ich auf Skip. Danach kommst du auf eine Seite wie diese. Als erstes musst du hier dein Skript einfügen. Klicke dafür auf den Plus-Button. Danach siehst du die Option Create New. Klicke auf Create New. Anschließend kannst du hier dein Skript einfügen. Zum Beispiel füge ich mein Skript hier ein. Danach siehst du einen Haken. Klicke auf diesen Haken. Damit ist dein Skript bereit. Danach musst du nur noch auf den hinzugefügten Text klicken. Wenn du die Schriftgröße ändern möchtest, kannst du das tun. Klicke einfach auf den T-Button. Danach bekommst du die Option, die Font Size anzupassen. Stelle sie einfach nach deinen Bedürfnissen ein. Ich setze sie zum Beispiel auf diese Größe. Danach klicke auf den Haken. Wenn du die Geschwindigkeit ändern möchtest, kannst du sie hier anpassen. Danach wieder auf den Haken klicken. Hier siehst du außerdem die Videoaufnahmequalität. Klicke darauf und wähle die gewünschte Aufnahmequalität aus. Ich wähle zum Beispiel Full HD aus. Danach siehst du den Record-Button. Klicke auf Record. Wenn du darauf klickst, wirst du aufgefordert, einige Berechtigungen zu erteilen. Klicke auf While using the app. Danach klicke erneut auf den Allow-Button. Wenn du jetzt auf Record klickst, startet die Aufnahme. Hier siehst du, dass die Aufnahme läuft. Du kannst den Text sehen und dein Skript direkt ablesen. So kannst du einen Teleprompter auf deinem Smartphone einrichten. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wenn es dir geholfen hat, denk über ein Abo nach. Wir sehen uns im nächsten Video.